Nicht in KI genannt zu werden, ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist der Besuch und der Umsatz, der jetzt bei einem Wettbewerber landet, obwohl er dir gehört hätte. Genau das belegt eine aktuelle SimilarWeb-Studie zum Einfluss von KI-Empfehlungen auf reales Nutzerverhalten. Ich zeige dir die Zahlen aus der Studie, was sie über den Einfluss wirklich aussagen und was das für deine digitale Präsenz bedeutet. Viel Spaß! Was zeigt die SimilarWeb-Studie über KI-beeinflusste Besucher? SimilarWeb hat über 6 Monate hinweg von Juli bis Dezember 2025 das Verhalten von Desktop-Nutzern in den USA verglichen. Konkret ging es um die Frage, was bringt KI-Sichtbarkeit einer Marke? Das Ergebnis ist eindeutig. Besucher, die aufgrund einer KI-Empfehlung auf deiner Website sind, sehen sich im Schnitt 12 Seiten an. Bei Besuchern ohne diesen Einfluss sind es 6,5. Bei der Verweildauer ist der Unterschied ähnlich groß. 11,8 Minuten gegenüber 5,6 Minuten. Das heißt im Klartext, wer über eine KI-Empfehlung kommt, will nicht mehr stöbern. Der hat sich im Gespräch, in der Konversation mit der KI schon fast entschieden oder vorentschieden und sucht auf der Website nur noch nach Bestätigung. Warum sehe ich dann nur wenig KI-Traffic in meinem Web Analytics Tool? Dieser Traffic taucht in deinem Web Analytics Tool nur teilweise als Referral auf. SimilarWeb zeigt, dass diese Besuche stattdessen über organische Suche oder direkten Traffic ankommen, weil Nutzer den Markennamen googeln, nachdem eine KI ihn genannt hat, oder die URL direkt eingeben. Dein Attributionsmodell hat also einen blinden Fleck genau an der Stelle, an der die Kaufentscheidung maßgeblich beeinflusst wird. Wird deine Marke nicht genannt, bekommt dein Wettbewerber den Besuch, das Engagement und am Ende die Conversion. Und einfach nochmal, um zu zeigen, wie spannend oder krass die Zahlen hier sind, über die Hälfte dieser KI-beeinflussten Besuche, um genau zu sein 56% laut SimilarWeb, kommt über die Suche an. Und schützt du deine Markensuchergebnisse nicht ausreichend, kann eine gute KI-Empfehlung somit für dich komplett ins Leere laufen. Wie verändert sich die Rolle deiner Website? Lange war die Website das Ziel, ich würde mal sagen, aller Marketingaktivitäten. Suche, Social, E-Mail, alles führte am Ende mittels Klick auf die eigene Seite. Und dieses Modell ändert sich gerade. Ich sage jetzt noch nicht, es ist vorbei, aber es ändert sich und zwar schneller, als die meisten Marketingabteilungen es wahrhaben wollen. Immer öfter besucht der Nutzer die Website im ersten Schritt gar nicht mehr selbst. Ein Assistent liest mehrere Quellen, verdichtet sie und liefert direkt eine fertige Antwort. Die Website wird damit weniger zum Ziel und mehr zur Datenquelle, aus der sich der Agent bedient, mit unterschiedlichen Methoden. Klingt jetzt vielleicht, oh mein Gott, Hype, Zukunftsmusik und so weiter, ist aber in vielen Branchen längst Alltag. Nicht komplett, dass es nur noch passiert, aber das ist gängig. Noch findet der eigentliche Kauf zumeist, vor allem bei uns, immer auf der Website statt. Der Weg dorthin führt aber immer öfter über einen Agenten, der vorher schon entschieden hat, wer überhaupt mal gezeigt wird, empfohlen wird und wer nicht. Was bedeutet Einfluss eigentlich und warum ist Reichweite nicht dasselbe? Ich habe jetzt immer wieder diesen Begriff Einfluss verwendet, weil er einfach in diesem Kontext so wichtig ist und so treffend ist. Hier muss man aber sauber unterscheiden. Reichweite sagt nur, wie viele Menschen eine Botschaft potenziell sehen. Einfluss entsteht erst durch 3 Faktoren, die zusammenspielen. Wie viel Aufmerksamkeit ein Nutzer in dem Moment hat, wie relevant der Inhalt für sein konkretes Anliegen ist und wie sehr er der Quelle vertraut. Und wenn du jetzt schon mal einen KI-Assistenten verwendet hast, dann weißt du, okay, das könnte spannend werden. Eine Bannerwerbung hat riesige Reichweite und trotzdem kaum Einfluss, weil kaum jemand bewusst hinschaut und sie ernst nimmt. Also darum geht es dann auch mit ganz vielen Kontaktpunkten und dann hat es schon einen Effekt. Eine KI-Empfehlung erreicht deutlich weniger Menschen natürlich, aber genau in dem Moment, in dem sie eine konkrete Frage stellen, ihre volle Aufmerksamkeit schenken und der Antwort vertrauen, weil sie perfekt auf sie personalisiert ist. Kleine Reichweite vielleicht, aber große Wirkung. Genau das bestätigt auch die SimilarWeb-Studie mit einer konkreten Zahl. Nutzer besuchen eine Marke bis zu 2,5 Mal häufiger innerhalb von 7 Tagen, nachdem sie eine passende KI-Empfehlung erhalten haben.
Was heißt das jetzt für Marken? Das war jetzt alles ganz nett und das klingt auf jeden Fall bedeutend, aber was bedeutet das jetzt für Marken? 4 Dinge würde ich aus der Studie und aus der aktuellen Entwicklung insgesamt mitnehmen. Erstens, miss nicht nur reinen Referral-Traffic von ChatGPT und Co., sondern schau dir auch Suche und Direct Traffic zusammen mit deiner Sichtbarkeit in KI-Antworten an. Zweitens, behandle KI-Sichtbarkeit entlang deiner Customer Journey als Frühindikator für Umsatz. Drittens, verteidige deine eigenen Markenbegriffe in der Suche, sei es Google oder Bing, einfach bei allen großen Suchmaschinen und zwar organisch genauso wie bezahlt, weil dort landen die Menschen, die diese KI-Empfehlungen bekommen haben. Viertens, vergleiche dich laufend mit dem Wettbewerb im Kontext KI-Sichtbarkeit. Die entscheidende Frage ist hier nicht nur, wie sichtbar du bist, sondern stattdessen, wo wird der Wettbewerb empfohlen, wo wirst du empfohlen und wichtig hierbei, da gibt es ein tolles Video dazu aus einem Webinar, wir brauchen ein validiertes Prompt-Set, was möglichst nah an der Realität ist als Voraussetzung, weil sonst messen wir etwas Sinnvolles bzw. Hokuspokus. Die Zahlen sind eindeutig, Besucher, die über eine KI-Empfehlung kommen, sehen sich mehr an, bleiben länger und kommen häufiger wieder. KI-Empfehlungen entscheiden heute schon mit, wer den Umsatz bekommt. Wenn du wissen willst, wie sichtbar deine Marke aktuell in ChatGPT, Gemini und Co. ist, melde dich bei uns, dann schauen wir uns das gemeinsam an. Mehr dazu in der Beschreibung. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.